Soll ich mal was sagen? Sieht gerade fett aus. Ja, ich muss noch was sagen. Das sieht fett aus. Aber es ist kalt hier immer noch. Das habe ich glaube ich schon bei der Anreise gesagt. Ich finde es aber jetzt kälter als bei der Anreise, wenn ich ehrlich bin. Stimmt. Aber ich habe noch einen Apfel. Fühlt sich an, als ob wir schon 5 Tage auf Tour sind mindestens, aber es ist erst Tag 2 gewesen. Keine Ahnung, was das noch werden soll alles. Wie das noch wird. Da kommt jetzt unser Equipment, glaube ich. Ich muss meine Jacke Das ist der schöne saubere Boah, die Bus. ist die Karre, Alter. Das Boarding ist jetzt complete. Wir haben jetzt alle unsere Plätze eingenommen. Gleich geht der Start los. Ja. Und dann fliegen wir nach. Ein Stehflug heute. Fliegen wir nach. Wo fliegen wir denn hin? I think the same. Where are we I going? agree. Where are we going? Which city? Yekaterinburg. Exactly. My hometown, bitch. And say the Russian version. Bitch. Yekaterinburg. Yekaterinburg. And Yekabé. ja, so Triebwerke sind an und dann geht's gleich los. Es handelt sich hierbei um einen Sukhoi Superjet 100. Ja. Russische Kleinjet. Mal gucken. Bin gespannt. Wenn er das sieht, ist alles gut gegangen. So, Lars Ulrich. Noch unterschreiben hier mein Nierenverkauf. Das jetzt hier Zufall ist, dass das hier liegt? Mich würde mal interessieren, was hier dahinter steht. Wenn jemand denkt, dass wir hier Rockstar-Leben führen, ich glaube, solange man sein eigenes Mischpult noch im Hotelzimmer hat und selber tragen muss, ist es noch nicht so weit. Ja, so läuft das hier in Russland. Ein bisschen anders als bei uns. Ich könnte denen jetzt auch sonst was erzählen. Ich mache das eigentlich sehr ungern hier alles. Das gefällt mir gar nicht. Guten Morgen, Freunde. Gestern war geil, war eine fette Show und es ging auch noch ein bisschen länger danach. Und wir sind schon wieder am Flughafen. Gestern war ja Jekaterinburg, heute geht es nach Samara. Und wir haben so eine Art, also bestes Flugwetter, würde ich mal sagen. Schneit, ist kalt und windig. Und unsere Sitzreihe ist 2, was nichts Gutes heißen kann. Aber wir lassen uns mal überraschen. Entweder wir sitzen in der Business Class oder die Maschine ist so klein, dass sie nur 5 Reihen hat. Und hier sind noch lustige Sachen am Flughafen passiert. Wir wurden zum Beispiel von der Frau am Check-in nach einem Autogramm gefragt, was jetzt noch nicht so oft vorgekommen ist bis jetzt. Und ja, wir haben so gemerkt, die Sicherheitskontrollen sind in Russland nicht so streng. Da sind so ein paar Kisten umgefallen und Dave musste vorher eigentlich noch sein Deo mit wegwerfen, was er dabei hatte. Ist ja eigentlich verboten. Da sind die Kisten umgefallen, haben sie dann vergessen, hat er trotzdem mitgenommen. Und auch Wasserflaschen und sowas, alles ja kein Problem, kann man. Mal gucken, wie der Flug wird und wir sehen uns dann entweder gleich im Flugzeug, wenn es schlimm wird, oder wir sehen uns in Samara. Das blühende Leben. So sieht Wodka aus, wenn er ein Gesicht hätte. Gucken wir den Start an, wenn der Start okay war, wird geratzt. Und wenn nicht? Dann wird nicht geratzt. Wir versuchen gerade in unserem Leben irgendwie im Positiven abzuschließen und Also ich habe mein Testament gerade geschrieben, schnell. ja, genau. Auf ein Stück Klopapier. War nicht viel. Wir haben ja schon viel erlebt auf Tour und das wird definitiv eins der Highlights. Und wir begeben uns ja auch immer in Gefahren auf Tour. Und das ist, Muss ja spannend bleiben. das Also ist langweilig definitiv, ist Kacke. definitiv eine der größten Gefahren bis jetzt. Ah, gucken wir zu. Und dann der Schnitt auf dem Propellerstart.
Hier endet dann die NSOK-Geschichte. Oh, stinkt. Wir danken uns für viele Jahre. Treue Fans, waren super Konzerte, gerade die letzten nochmal. Ja, Sicht ist hier nicht. Schönere Sachen, oder? Ja. Ah, ich glaube, ich sehe was. Alter, Bäume. Würde mich beruhigen. Ich sehe Wald unter uns. Okay, das ist creepy. Okay, der Moment, wenn man in einem russischen Propeller mit dem Flugzeug sitzt und das sieht. Okay, Freunde, das ist ein Durchstartemanöver. Anfang des Fluges war ganz nett, aber bei der Landung scheint es ein kleines Problem zu geben. Und wie geht's dir, Nico? Ging schon besser, oder? Ja. Okay, das ist glaube ich das Fahrwerk. Hoffe ich. Ich glaube, diesmal wird's was. Wir drücken die Daumen. Also ich als Flugsicherheitsexperte habe ja schon viel erlebt, aber das ist auf jeden Fall... Okay, sieht gut aus, Freunde. Das sieht gut aus. Wir haben es überlebt. Erstmal lachen. Ja, naja, das war so in etwa, wie wir uns das vorgestellt haben. Eigentlich ein super smoother Flug, so alles ziemlich geil. Durch diese schlechte Sicht musste halt der Pilot nochmal durchstarten und das war ein bisschen unangenehm. Durchstarten in einer russischen Propellermaschine muss man jetzt nicht immer haben. Vor allem, weil man dann ja nicht weiß, klappt der zweite Landeversuch oder muss er das dann wieder machen. Und am geilsten war der Typ, der vorne saß, also der Steward. Der hatte richtig Schiss. Der hatte Schweißausbrüche im ganzen Gesicht. Und man dachte so, na gut, wenn der jetzt Angst hat, dann... Also, Nico leidet auch. Nico, wie geht's? Good flight. Ja. Yes. Was ist gefährlicher? Die Fahrt zum Flughafen oder der Flug selbst? Die Fahrt zum Flughafen auf jeden Fall. Die Fahrt zum Flughafen. In Russland auch definitiv. Also, wenn du mit einer Propellermaschine fliegst, naja, ist immer noch die Fahrt. So reden wir uns das immer schön, damit wir dann ruhig fliegen können. Nee, aber die Fahrten hier sind echt spannend. Die beschleunigen immer möglichst rasant, um dann wieder an der nächsten Kreuzung möglichst brutal zu bremsen. Wer später bremst, ist länger schnell, ist hier das Motto. Genau. Oder, Nico? Ja. Ja. Wir haben heute übrigens den ersten und einzigen Off-Day, Day Off. Nico schimpft immer, wenn ich Off-Day sage. Danke. Obwohl eigentlich beides geht. Nein, es geht nicht beides. Doch. Nein, Off-Day heißt Pechtag. So, heute ist auf jeden Fall Day Off und Doch. wir haben geschlafen. Wir sind jetzt wieder alle fit, weil gestern war schon grenzwertig, also wir waren sehr tot. Und jetzt fliegen wir nach Rostov-on-Don, wo auch immer das ist, müssen wir nachgucken. Und wahrscheinlich am Don, oder? Ist das Ja. ein Fluss? Ja. Das Und, ist auch Rostov am Don auf Deutsch. achso, Das ist wie Rostock. Rostock an der Donau. Genau. Okay. Heute Abend machen wir dann die Stadt unsicher. Ansonsten passiert da nichts mehr. Fußball! So, und jetzt wieder Flug überleben. Also Fahrt zum Flug überleben, dann Flug überleben, dann Fahrt vom Flug zum Hotel überleben und dann noch Stadt unsicher machen überleben. Eigentlich sind wir nur mit Überleben beschäftigt. Hartes Leben. Hartes Überleben. Hartes Überleben.
der Mensch liebt es. В Ростове вернулась зима, температура. Was machst du hier eigentlich? Videos schneiden, weil wir haben ja immer so viel Zeit auf Tour und deswegen machen wir das jetzt im Flugzeug hier. Ja, das ist der erste Teil, sieht man hier, falls ihr es schon gesehen habt, dann habt ihr das hier schon gesehen. Christoph hier wieder Flugzeug-Expertentipps abgibt. Hey! Genau, also alles, was hier erzählt wird, ist auf jeden Fall korrekt und wissenschaftlich fundiert. Ja, und dann kann ich auch sagen, dass diese Sichtbedingungen in der Regel zu schweren Unglücken führen. Ja, aber wenigstens schneiden wir noch vorher das Video fertig. Geschafft? Oh, muss kurz Kiefer ausrenken. Was? Wir sind gelandet in Rostov-on-Don. Das ist jetzt im Süden, deshalb ist es hier wärmer und hier liegt kein Schnee mehr, aber es schneit halt trotzdem. Aber wir haben ja heute keine Show mehr, das heißt, wir werden ein bisschen entspannen. Ach so, und noch was. In unserem eigentlichen Hotel, da ist das Wasser kaputt, da gibt es kein heißes Wasser mehr. Das heißt, wir haben uns einfach ein neues Hotel getan und das wird ziemlich geil sein. Mal gucken, wie es wird. Wie heißt das Hotel? Kannst du es lesen? Park Hotel Nadezhda. Oh yeah, great. It means hope in Russian, so let's hope we Like Nadezhda is have hope. good sleep tonight. Heute gibt es auf jeden Fall Kraftnahrung. Ich muss ja groß und stark bleiben, deswegen habe ich mir gedacht, ich bestelle mir mal richtig viel heute und lass es mich mal richtig gehen. So, also, Mahlzeit. Ja, bei Peter ist halt auch die vegane Option jetzt nicht so reichhaltig gewesen. Ein bisschen Tomate mit Zwiebel. Paprika nicht vergessen. Oh, Paprika. Bei mir geht's. Fischfinger. Gang 2, Dave? Ey, ich konnte es nicht lassen. Ich habe mir gedacht, ich order das farbenfrohste Essen, was man finden kann. Und total nahrhaft und gesund und macht richtig Spaß. Also ich bin. Und vor allem viel. Das ist richtig viel. Aber es kam einzeln wenigstens. Auf jeden Fall. Also ich Also habe wenigstens hab erst den Hauptgang gekriegt und dann die Beilage. Wenigstens unser Vegetarier satt. Ich bin richtig happy. Affe. Wir haben ja nie Zeit, um uns mal die Städte anzugucken, weil wir immer nur reisen oder spielen. Und dachten, heute Abend haben wir mal frei und gucken uns mal eine Stadt an. Dann haben wir natürlich bestes Sightseeing-Wetter. Und halt leider auch schon spät. Aber es ist ganz schön hier. Oder Nico, ist schön. Schließen da. Okay. Та сторона закрыта. Только туда. Okay. И направо. Jetzt soll es eingesperrt werden jetzt. Keine Ahnung, was wir hier gerade machen. Das war eine richtig gute Idee. So sehen wir wenigstens mal was. Und ihr seid dabei. Toll.
Tag, neue Venue. Hey man. Hi, my name is Victor. Hi Chris, nice to meet you. Hi. What is this? Ja, wir spielen heute das kleinste Venue der Tour. Also ich weiß nicht, was sie sich dabei wieder gedacht haben. Wie sollen denn hier unsere Fans reinpassen? Also Ja, echt krass. mickrig, mickrig. Naja, ist halt dann wieder ausverkauft. Kann man nichts machen. Wenn voll ist nachher, wird's geil. Ja. Vom Klima her. Was schätzt du, wie viele reinpassen, Dave? Alle. Sag mal eine Zahl. Bin ja ein bisschen gespoilert, ich glaube 3000. Alter, ich hatte gerade so einen Schreck. Na, der Camper ist doch runtergefallen im Koffer. Ja. Der ging gerade nicht an, obwohl der Stecker drin war. Ja, Ganz kurz, damit dein Holzstall ist auf dem Peter. Was? Oh nein. Ist hier das Tramrig drin? 11. Oh, oh. Jetzt wird's affig. Ja, Freunde. Wir freuen uns auf die Show auf jeden Fall. Ja, erzähl ruhig weiter. Nee, das ist unangenehm, Dave. Au. Nein, scheiß auf, ihr Hunde! Du musst den Bass da rechts hinstellen und die Gitarre noch ein bisschen näher ran. Heute bei Rock in Rostov. Anita Kai mit den besten Hits der 90er, 80er und von heute. Peter? Du wärst du hier. Oh. Und das? Irgendjemand sein Bier hingestellt. Machst du das? Das war kein Bier, das war eine Cola. Was deine? Ja. Das ist doch geil. Resonanzfeld entsprechend gedämpft. Kannst du die heute als Effekttrommel spielen? Ja, ich spiele sie vielleicht einfach so. Geil. Also wir hatten gerade Soundcheck und mit einem Mal war halt der ganze Ton weg. Also nicht nur Ton, sondern auch Licht und alles. Alle war aus. Strom Man nennt hatte man das das. Gefühl, kommt gleich die Atomdruckwelle. Und dann haben wir aber das gesehen und das ist wohl der Strom zur Bühne hier. Und naja, da ist uns ein bisschen was klar geworden. Und als wir gefragt haben, ob das ja normal ist, ja, This is Russia. das ist Russia. Du kannst es doch lesen, was steht da? Niesto, Ranenia, Cruz, Weißt du auch, was es heißt? Vatnuich. Ist ein Nee, Angst, keine Ahnung. Schon Tetanus. So, wir nehmen euch jetzt mit in die Venue. Das ist der offizielle Weg, der Fußweg quasi für die Gäste. Da steht's dran, Arena Don. Wir sind hier in Rostock. Und entweder sehen die hier immer Zombie-Filme. Ja, erstmal, hier gibt's Kotzebier. Schmeckt auch. das heißt Kotzel! Kotzel! Oh no! It's Kazil. Oh no, it's Russian, but it's Kozil in Czech. as far as I know. Yeah. Oh, you can even speak Czech. It's almost the same. Tell me the Russian again. Kozel? Well, okay, Kazil. Kazil is a goat. Okay, also Kotzebier. But I Schmeckt guess aber nicht nach Kotze. yeah, it's the right word. Yeah. Und wir machen einen kleinen Spaß. Ihr erratet den Song, den Nico hier auf dem Stuhl spielt und schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr den richtigen Song geraten habt, dann bekommt ihr einen Daumen nach oben von uns. Und vielleicht, sogar mal... Und ein weiteres Video. Falsch, aber egal. Auf geht's! Oh, ich habe kein Tape im Nacken, aber das geht schon, oder? Hair removal. German way. So, wir haben jetzt hier jemanden, der uns die Treppe ausleuchtet, weil wir sind jetzt echte Rockstar. Viel Spaß!
Viel Spaß! Mach's gut!